Hallo Freunde! Diese Geschichte begann mit einer schwangeren Katze, die ehemalige Besitzer mit der Bitte, sie einzuschlafen, in die Klinik brachten. Sie haben sie jedoch verlassen und sind gegangen. Bald darauf wurden 3 Kätzchen geboren, 2 Mädchen und ein Junge. Die Freiwilligen wurden über diesen Fall informiert und erhielten eine Frist von nur einem Tag, um die Haustiere abzuholen, sonst wäre ihr Leben unterbrochen worden, bevor sie zu leben begannen. Zur gleichen Zeit beschlossen sie, das Leben einer Katzenmutter zu retten, die den Namen Cassandra erhielt. Die eigentliche Suche nach einem vorübergehenden Schutz hat begonnen. Die Hauptsache war, so schnell wie möglich einen Platz zu finden, nicht wo genau. Bald wurde ein geeigneter vorübergehender Unterschlupf gefunden und die Tiere wurden dorthin transportiert. Cassandra, eine Katzenmutter, erwies sich als sehr schlau. Sie verstand, dass sie im Haus auf Vogelrechten lebten und versuchte, den vorübergehenden Besitzern keine unnötigen Probleme zu bereiten. Bald wurden die temporären Besitzer gebeten, die ganze Familie abzuholen, da sie auf Geschäftsreise in eine andere Stadt gingen. Dann musste eine der Freiwilligen die Verantwortung übernehmen, obwohl sie zu Hause kürzlich wegen Flechten unter Quarantäne gestellt wurde. Die Kinder wurden in einem separaten Raum untergebracht. Nach und nach, als die Kätzchen erwachsen wurden und lernten, selbstständig zu essen und ins Fach zu gehen, fingen die Kätzchen an, nach neuen Häusern zu suchen. Ein Mädchen mit einem unglücklichen Maulkorb fand zuerst eine neue Familie. Wenig später fand der Junge auch sein neues Zuhause. Nur ein Knopf und eine Mutterkatze blieben übrig. Die Katze Cassandra wurde sterilisiert und begann nach einer neuen Familie für sie zu suchen. Aber es dauerte ziemlich lange, ungefähr 8 Monate, und es gab nicht viele Kandidaten. Außerdem passten diejenigen, die Interesse zeigten, dem Kurator nicht, dass es einen Mangel an Spazieren gab, dann Probleme mit dem Kind, dann etwas anderes. Eines Tages hatte Cassandra jedoch einen echten Urlaub. Sie hat es geschafft, eine neue Familie zu finden, die bereit ist, sie in ihr Zuhause zu bringen. Sie zog dorthin und wurde Teil dieser wunderbaren Familie. Es gab nur eine Katze namens Knopf, und während dieser Zeit hat sich die Familie des Freiwilligen stark an sie gebunden. Sie beschlossen, sie bei sich zu lassen, damit sie das 5. Schwanzmitglied der Familie wird. So hat die ganze Familie von Haustieren, einschließlich der Mutterkatze, ihre neuen liebevollen Häuser gefunden. Ihre Geschichte war ein Beispiel dafür, wie Menschen diese wehrlosen Kreaturen retten und ihnen eine Chance auf ein neues Leben geben konnten. Dank freiwilliger und fürsorglicher Menschen haben diese Kätzchen die Möglichkeit bekommen, zu wachsen und ihre neuen Besitzer zu erfreuen.